Der Sockenabdruck spielt im Prozess eine entscheidende Rolle. Ein Geschworener erklärte später sogar, nur wegen dieses Beweises hätte er Söring schuldig gesprochen. Der Staatsanwalt hält den Sockenabdruck immer wieder hoch. Beweist das Jens Sörings Schuld? Es gibt Zweifler. Deshalb besuchen wir die Vorzeigeuniversität von Virginia. Amerikas Elite wird hier ausgebildet. Auch Jens Söring hat hier studiert, mit dem begehrtesten Stipendium, das der Staat Virginia zu vergeben hat. Doch dann sperrte ihn der gleiche Staat wegen Mordes weg. Die damalige stellvertretende Staatsanwältin von Virginia, Gail Marshall, hat an dieser Universität lange unterrichtet. Und sie war später zeitweise Sörings Anwältin. Ich muss mich immer daran erinnern, so wie Söring vielleicht auch. Er hätte dies alles erleben können. Hier hätte er seine Abschlussfeier gehabt. Und er hätte eine wunderbare Karriere gemacht. Vielleicht als Diplomat oder als Musiker. Er war also ein guter Student? Er war ein wirklich guter Student. Er hat sich hier beworben, empfand die Ausbildung als ein Privileg. Er hatte nichts mit Drogen zu tun, wie viele andere in dieser Zeit. Ich glaube, er hatte so viel Talent. Es ist eine große Tragödie, dass er das alles verpasst hat. Wir zeigen Gail Marshall den Fußabdruck, der Söring zum Verhängnis wurde. Ob dies ein Beweis sei, wollen wir wissen. Natürlich nicht. Jeder anerkannte Gerichtsmediziner wird Ihnen sagen, dass dies Schwachsinn ist. Du brauchst den Hautabdruck, um Fuß- oder Fingerabdrücke zu identifizieren. Du kannst gerade mal die Schuhgröße feststellen. Und selbst das wäre in diesem Fall schwierig, weil sie am Tatort im Blut ausgerutscht sind. Ich habe absolut keine Schwierigkeiten, anerkannte Experten zu finden, die diesen Beweis in wenigen Minuten auseinandernehmen. Unglücklicherweise hat der Anwalt von Jens einen solchen Experten nicht hinzugezogen. Jetzt ist der Fall juristisch abgeschlossen. Wir konfrontieren Ricky Gardner, den damaligen Ermittler, trotzdem mit den Zweifeln. Der Fußabdruck sei kein Beweis. Ein geschickter Polizeitrick, auf den die Geschworenen reingefallen sind? Stimmen diese Vorwürfe von Gail Marshall? Sie hat absolut recht. Aber niemand hat behauptet, dass das Jens Sörings Fußabdruck gewesen ist. Haben Sie mich das jemals sagen gehört? Ich habe immer nur gesagt, er sei ähnlich. Niemand musste je sagen, dass das Sörings Fußabdruck war. Wir mussten nur einfach das zeigen. Geschickt, aber ist das auch fair? Natürlich ist das fair. Ist ja das Ergebnis unserer Arbeit. Unfair wäre gewesen, wenn wir die Abdrücke gefälscht hätten. Tricks und Zweifel. Nach 25 Jahren. Kennt Amerikas Rechtssystem keine Gnade? Oh, say, can you see by the dawn's early light? Es ist wieder einmal Wahlkampf in Virginia. Und wir sind bei jemandem, der sich schon einmal für Söring eingesetzt hat. Der Demokrat Tim Kaine. Er will Senator werden. In seinen letzten Tagen als Gouverneur entschied er, Söring freizulassen. Die Bevölkerung protestierte dagegen. Sein Nachfolger nahm die Entscheidung sofort zurück. Seitdem verfolgt der Fall Söring Tim Kaine. Politiker, die Gnade zeigen, lieben die Wähler in Virginia nicht. Wir würden gerne mit ihm darüber sprechen. Doch bei dem Namen Söring flieht er. Er wird sich nicht mehr für den Deutschen einsetzen. Er will jetzt gewählt werden.
Jens Söring hat 7 Bücher über sein Leben im Knast geschrieben. Er prangert die unmenschlichen Zustände in den amerikanischen Gefängnissen an. Außer dem Klo für die Insassen säubere ich auch noch das Klo für die Wächter, die die Turnhalle bewachen. Weil ich meine Arbeit halbwegs zuverlässig und ordentlich verrichte, sind sie mir dafür geradezu dankbar. Einmal sagte sogar ein junger neuer Wächter das Wort Danke, nachdem ich das Klo geputzt hatte. Das überraschte mich derart, dass ich ein paar Sekunden lang sprachlos war. Und weil ich so gerührt war, nahm ich mir die Zeit, dem Wächter zu erklären, dass er einen Fauxpas begangen hatte. Menschen danken unter Menschen nämlich nicht. Als Belohnung für den guten Rat erlaubte mir der Wächter, eine Rolle Klopapier zu stehlen. Und damit war unsere Welt dann wieder in Ordnung. In der Gemeinde Bedford ist der Mord bis heute nicht vergessen. Um 7 Uhr morgens trifft man sich in Forks Country Restaurant. Viele Farmer und Handwerker kommen hierher. Bilder von Helden ihrer Jugend hängen an den Wänden. John Wayne und die rauchenden Colts. Amerikas wilder Westen lebt. Auch hier sind sie hart und gnadenlos. Erinnern Sie sich an ihn? Der ist immer in den Zeitungen. Was denken Sie über den Fall? Der hat hier einen Mord begangen, der soll hier seine Strafe absitzen. Sollte Söring nach Deutschland überstellt werden? Nein, dann verlieren wir ihn ja. Wenn ihr Deutsche ihn aufhängt, dann schicken wir ihn euch. Ich würde sowieso die Gesetze ändern. Wenn einer gesteht, dann sollten wir ihn gleich aufhängen. Und was halten Sie von Gnade? Er verdient keine Gnade. Hat er ja auch den Opfern nicht gegeben. Ich war 4 Jahre im Dschungel von Vietnam. Ich weiß überhaupt nicht, was Gnade ist. Wer in den Weg kam, starb. So sehe ich die Dinge. Der will zurück. Nein, den sollen wir lieber hier behalten. Er ist 25 Jahre im Gefängnis und sagt, dass er unschuldig sei. Das weiß nur er und der liebe Gott. Walter Sullivan war 30 Jahre lang Bischof in Virginia. Er hat für Sünder gebetet und von Vergebung gepredigt. Von Rache hört man nichts in seinem Gottesdienst. Seit Jahren kämpft er für Jens Sörings Freilassung. Er hält ihn für unschuldig, für ein Opfer der amerikanischen Justiz. Ich finde es schrecklich. Wir stapeln einfach die Menschen. Ich bin total dagegen. Warum machen wir das nur? Es ist alles Politik. Wir reden ständig über das Sparen. Wir geben Millionen für unsere Gefängnisse aus. Wir behaupten, wir seien knallhart gegen Verbrechen. Wir sind nur knallhart gegen Verbrecher. Das ist unsere Mentalität. Wir sind hier Kühe. Wir sind hier im Stall und werden jedes Jahr für $25.000 abgemolken. So viel sind wir nämlich wert für die Strafvollzugsindustrie. $25.000 bekommen die für uns jedes Jahr. Und deshalb wollen die keine Kuh aus dem Stall herauslassen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht entlassen werden kann. Ich bin den $25.000 im Jahr wert. Und so werden wir auch behandelt. Und wir sind eben, wir haben keinen Job, außer dass wir eben im Stall bleiben und den ganzen Wächtern und all den verschiedenen Gefängnisindustrien Jobs und Geld verschaffen. Und das wird so lange bleiben, bis er seine Unschuld beweisen kann.
Anfang des Jahres sorgt ein Zeuge von damals für Schlagzeilen. Tony Buchanan. Seine Geschichte entlastet Söring. Der ehemalige Vietnam-Veteran ist stolz auf sein Gedächtnis. Ich erinnere mich an Ereignisse in Vietnam, die mir Angst machten, die ungewöhnlich waren. Auch was ich im Fall von Elizabeth und Jens erlebt habe, ist außergewöhnlich gewesen, ist eben nicht normal gewesen. Deshalb kann ich mich noch so genau daran erinnern. Buchanan besitzt damals eine Werkstatt. Der örtliche Abschleppdienst bringt ein Auto vorbei, das völlig blutbeschmiert ist. Auf dem Boden ein Messer. Buchanan glaubt erst, dass das Fahrzeug einem Jäger gehört. Monate nach der Tat sieht er Elizabeth Haysom, Sörings Freundin, im Fernsehen. Sie holt damals das Auto aus der Werkstatt ab. Buchanan kann sich deshalb erinnern, weil ihre Kreditkarte eine halbe Stunde lang nicht funktionierte. Elizabeth ist damals mit einem Mann gekommen und der ist nicht Jens Söring gewesen. Der hier auf dem Bild hat Pausbacken. Der andere Typ hatte ein schmales Gesicht. Und was die Haare angeht, der in der Werkstatt hatte hochgekämmte Haare, nicht so ins Gesicht wie der hier. Söring ist nicht die Person, die in meiner Werkstatt war. Da bin ich mir absolut sicher. Da gibt es keinen Zweifel. Weil die Ermittler ihm seit 25 Jahren nicht glauben wollen, will er nun die Öffentlichkeit wachrütteln. Die Polizei hat ihre eigene Auffassung, wie der Fall abgelaufen ist. Und sie wollen nicht, dass jemand mit neuen Informationen ihre Ermittlungen in Frage stellt. Ich bin unglaublich enttäuscht von der Bedforder Polizei. Der Fall Söring verfolgt Ricky Gardner. Der wachsende Zweifel an seiner Arbeit, die ständigen Briefe von Sörings Anwälten machen ihn wütend. Nach 25 Jahren nimmt er es persönlich. Ich plane, vor den Bewährungsausschuss zu gehen, wenn Sie Sörings Fall behandeln. Das habe ich bisher nie getan. Ich habe mich rausgehalten und dem Justizsystem vertraut. Aber genug ist genug. Diese ganzen Geschichten mit Tony Buchanan und der DNA. Hört doch auf. Für Söring ist jetzt Zeit, still zu sein, seine Strafe abzusitzen und rauszukommen, wenn er rauskommt. Bis zu meinem Tod werde ich meine Version der Geschichte erzählen. Auch Jens Söring will nicht aufgeben. Der neue Zeuge, die Ergebnisse der DNA-Analyse, das alles macht ihm Mut. Am 11. Juli beschäftigt sich der Bewährungsausschuss zum 7. Mal mit seinem Fall. Wenn Söring diesmal wieder scheitert, wie geht er mit dieser Enttäuschung um? Kämpft er bis zum Tod für seine Freilassung? Haben Sie Angst vor dem Tod? Ach Gott, nein. Bitte, das wäre eine Erlösung. Darüber sprechen wir Gefangenen oft hier, wir Lebenslänglichen, die wir keine Chance mehr sehen für uns selber. Wenn man uns jetzt die Todesstrafe anbieten würde, würden viele von uns sofort uns melden. Ja? Und Sie? Also jetzt momentan nicht. Aber natürlich habe ich sehr oft Phasen gehabt, wo ich natürlich Ja gesagt hätte. Ja? In dieser Situation ist der Tod eine Erlösung. Es ist endlich Frieden, endlich Ruhe. Ich müsste nicht mehr weiterkämpfen. Das wäre schön. Ja.